Hey, hallo, herzlich willkommen bei Gute Games geradezu geschenkt. Ich bin Kalle, Spieleentwickler aus Berlin und normalerweise stelle ich euch hier richtig gute Games vor, die es im Sale für unter 3 Euro gibt, indem ich euch unter 3 Minuten Gameplay davon zeige. Aber heute ist es ein bisschen anders, weil nachdem ich mir das Spiel Star Trek Prodigy Supernova für 2,49 € im Sale gekauft hatte, wurde das auf einmal aus allen Online-Stores verbannt. Aber weil ich ja trotzdem großer Star Trek-Fan bin, mal gerne eine richtig schön heiße Tasse richtig schön leckeren Kaffee trinke und es das Spiel auch immer noch verpackt zu kaufen gibt, stelle ich euch hier einfach trotzdem mal vor. Also los! Star Trek Prodigy Supernova ist ein Spiel zu einer animierten Nickelodeon-Serie, die ihr zum Beispiel auf Netflix gucken könnt, wo eine Crew aus jungen Aliens in den Besitz des Sternflottenraumschiffs Protostar kommt und die damit viele tolle Abenteuer erleben. Ja, die Serie kann man sich anschauen. Ich fand sie ganz okay. Muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Allerdings ist es schon so, dass das Spiel deutlich mehr Spaß macht, wenn man halt die Charaktere kennt und auch so ein bisschen weiß, worum es geht. Ihr steuert hier die beiden Hauptfiguren Darrell und Gwendala, die irgendwie ein ganz eigenes Abenteuer in diesem Game erleben, was jetzt halt nicht direkt in die Serie reingehört. Also es ist halt quasi wie eine einzelne Folge, weil es geht darum, dass sie verhindern müssen, dass eine Supernova passiert, also dass ein ganzer Stern explodiert und damit dann halt auch die Bewohner des Sonnensystems drumherum tötet. Und da habt ihr hier mal sozusagen beide Figuren gleichzeitig am Start, die auf Knopfdruck wechseln könnt. Oder, was halt besonders cool ist, man kann auch im Koop spielen. Und beide Figuren haben unterschiedliche Fähigkeiten, die natürlich auch im Verlauf des Spiels immer mehr werden. Dadurch kommt ihr dann halt in neue Gebiete. Man muss immer so ein bisschen Teamwork machen und dann halt puzzeln, indem man halt die richtigen Stellen findet, mit denen die Figuren interagieren. Da gibt es natürlich auch immer kleine Cutscenes und Storysequenzen und auch viele Kämpfe gegen diese Roboter hier, von denen ihr auch immer mehr verschiedene Typen kennenlernt, aber die eigentlich immer ein bisschen gleich aussehen. Also die Kämpfe sind jetzt nicht super spannend und auch wenn ihr theoretisch 3 verschiedene Waffen habt, die ihr dann auch aufleveln könnt, passiert da eigentlich im Verlauf der ganzen Story nicht so viel und das ist auch einer der Schwachpunkte des Spiels, dass diese Kämpfe dann doch eher repetitiv sind und ein bisschen auf die Nerven gehen. Ja, ansonsten ist es halt echt spaßig gemacht. Also wenn man einen Koop-Partner hat und dann halt auch noch am besten die Serie kennt, dann hat man damit schon eine Menge Spaß. Auf der Negativseite ist ganz deutlich zu sagen, dass das Spiel anscheinend unter Zeitdruck fertiggestellt werden musste und je weiter man spielt, desto mehr Bugs gibt's und die späteren Levels sind teilweise dann ganz ordentlich verbuggt. Also ich musste da mit meiner Frau zweimal neu starten und manchmal hat man sich auch gefragt, sollte das jetzt eigentlich so sein, aber es ging halt trotzdem weiter. Ne? Aber wie gesagt, zweimal so richtiger krasser Game-Breaking-Bug, wo man dann einfach nur neu laden konnte. Ja, und hier habt ihr wie immer alle Infos zum Spiel in praktischer Tabellenform. Ich habe das Gameplay jetzt extra mal ein bisschen kürzer gehalten, weil das Ding ist ja, diesen krassen Rabatt von 95% wird es wahrscheinlich nie wieder geben, weil das Spiel halt wie gesagt aus den Stores verbannt wurde. Und damit ist die ganze Sache natürlich auch ein bisschen hinfällig, weil natürlich der Faktor, dass man da extrem viel Spielzeit für so kleine Geld kriegt, einfach nicht mehr gegeben ist. How Long to Beat sagt hier, das Spiel dauert 7,5 bis 11,5 Stunden. Ich habe es halt mit meiner Frau 9 Stunden durchgezockt. Die PlayStation-Wertung, die kann ich euch jetzt witzigerweise auch gar nicht mehr sagen, weil die kann man selbst auf der Konsole überhaupt nicht mehr einsehen. Also man kann das Spiel auch nicht mehr bewerten. Das ist schon irgendwie ganz interessant und ich finde es halt auch alles so absurd, dass ich dachte, deswegen ist es das auf jeden Fall wert, dass ich es ja auch nochmal mit reinpacke in die Show. Auch wenn sich die Schattenseiten des Spiels wie die repetitiven Kämpfe und auch die vielen Bugs im hinteren Teil dann doch negativ auf meine Bewertung auswirken und ich ohne diesen super krassen Rabatt dann einfach doch nur sage, gut. Ja, und für den Developer Talk bietet sich heute natürlich das Thema Lizenzspiele an, weil es gibt schon seit Anfang der Videospielgeschichte, dass halt zu großen Filmen oder TV-Shows irgendwelche speziellen Games rausgekommen sind. Und in den 80ern und 90ern, da war es eigentlich meistens so, dass ein Spiel zum Film oder zur Serie eigentlich ein absoluter Shitgarant war. Also das waren meistens total billig zusammengeschusterte Spiele, wo sich halt einfach irgendwelche Leute mit einem Rechenschieber ausgerechnet haben, wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, 5 Millionen Leute in den Kinofilm gegangen sind, dann kaufen auch mindestens so und so viele das Spiel dazu, auch wenn es halt überhaupt nichts taugt. Und ja, ich meine, einer der größten Skandale der frühen Videospielgeschichte war ja, dass halt eben Spielmodule zum Steven Spielberg-Film E.T. einfach in irgendeiner Wüste verscharrt werden mussten, weil die davon so viele Millionen Stück produziert haben, die dann halt kein Mensch gekauft hat, weil das Spiel auch irgendwie nichts getaugt hat und vor allem auch relativ buggy war. Und das war dann halt irgendwie das Ende vom Lied. Also auf den 16-Bit-Konsolen gab es dann schon ein paar bessere Lizenzspiele, zum Beispiel so zu Disney-Geschichten, also Mickey Mouse, Donald Duck oder halt auch Aladdin zum Beispiel. Die hatten schon echt eine Menge Spaß gemacht, hatten auch gute Grafik und da hat man gemerkt, da waren Entwickler halt richtig mit Herzblut bei der Sache dabei. Und heutzutage konnten ja auch Lizenzgames oft diesen Vorwurf abstreiten, dass sie halt einfach nichts taugen. Also es gibt ja zum Beispiel die super coole Batman Arkham-Reihe oder halt auch diese Spider-Man-Spiele von Sony, die halt richtig geil sind. Und da muss man sich eigentlich keine Sorgen mehr machen, dass wenn man jetzt ein Spiel zum Film oder zur Serie kauft, dass man dann auf jeden Fall abgezockt wird. So wie es halt in den 80ern und 90ern war.
Allerdings natürlich für die Hersteller ist das Ganze auch nicht immer nur positiv. Also ich habe zum Beispiel mit meiner Firma auch schon mal ein Lizenzspiel zu einer relativ großen deutschen Franchise gemacht und bin damit finanziell so ein bisschen auf die Nase gefallen. Also vielleicht habe ich da auch den Fehler gemacht, dass ich dachte, ach naja, 5 Millionen Leute haben die Bücher gekauft, da kaufen auch irgendwie dann so und so viele Leute das Spiel. Hat irgendwie nicht so ganz funktioniert und obwohl das Spiel auch echt gute Bewertungen bekommen hat, hat es sich einfach nicht so gut verkauft, weil es halt einfach heutzutage auch super schwierig ist, irgendwie Aufmerksamkeit mit sowas zu bekommen. Und was ich halt eben auch vorher nicht wusste, weil ich mich so gefreut habe, dass ich das machen kann, dass ich da sehr naiv an die Sache rangegangen bin. Es gibt natürlich bei solchen Sachen dann ultra genaue vertragliche Vorgaben, die man halt erfüllen kann. Ne? Also das ist eben auch genau das, was dann Star Trek Prodigy zum Verhängnis geworden ist. Die hatten dann wahrscheinlich eine Auflage, dass diese Lizenzvergabe eben nur so und so viele Jahre geht. Also ich sage jetzt mal 3 Jahre, weil das Spiel ist ja von 2022. Und wenn die Zeit dann halt abgelaufen ist, dann ist halt einfach Sense. Ja, dann darf das halt gar nicht mehr verkauft werden. Und deswegen findet ihr es online auch einfach gar nicht mehr. Es sei denn, ihr holt euch halt eben irgendwie gebrauchtes Modul oder die Disk für eure PlayStation, Switch oder Xbox. Und ehrlich gesagt denke ich mir da, vielleicht ist das ja sogar ganz cool. Also gerade was das Switch-Modul angeht, vielleicht wird es ja mal irgendwie wertvoll, ja, weil es ja gar nicht mehr nachproduziert werden kann und deswegen auch einfach nur noch auf diese Art zu kriegen ist. Ja, das war es erstmal von meiner Seite aus. Wenn ihr Lust habt und mehr solche Videos haben wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt die Glocke an und den ganzen Stuff und schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Lieblings- oder eure Albtraum-Lizenzspiele sind. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!